Am 3. Juli sind der Schorsch, unsere Freundin Jenny und ich in unser kleines Island-Abenteuer gestartet. Abenteuer, weil wir ein Mietauto und ein Zelt haben und keinen Plan haben, wie die ganze Reise eigentlich verlaufen soll, aber auch weil für uns 3 sicher gegen jemand ein bisschen Flows im Kopf hat. Von Zürich aus ist man in 3 Stunden 40 zu Keflavik, wo wir uns direkt ins Künstlergästhaus mit Hotpot im Garten chauffieren. Ein besonderes Highlight hier war natürlich die selber gebaute Dusche, inklusive funktionierenden Armaturen. Beim ersten Schorsch installieren wir dann auch so eine installieren, falls wir selber ein Haus haben. Am nächsten Morgen haben wir einen kleinen Spaziergang zu den Klippen gemacht, mitten durch die wunderschön blühenden Lupinenfelder. Die Stimmung und das Wetter waren grandios. Dann sind wir das Mietauto abholen. Ein neuer Toyota RAV4 oder so, mit nur 4000 km, also fast ein Neuwagen. Wir sind direkt zu dem Vulkan gefahren, der im März 2021 ausgebrochen ist. Und dort hier, boah, einfach nur wow. Aber schau jetzt selber. Es ist mega Rauch. Jenny, was machst du mit dem Stehschöns? Oh, nimmst du ihn mit hin? Ja. Er ist ja gar nicht so groß. So cool. Ja, das ist ein richtig cooler Steg. Nachaufnahme. Maui. Wir sind dann noch ein bisschen hochgelaufen, haben 2, 3 ästhetisch überragende Fotos gemacht, einen von unseren ersten Wolfi-Kleberchen aufgeklebt und das Ganze einfach genossen. Nach dem Nami voll Highlights sind wir zum Grindavik Camping gefahren. Dort haben wir uns zuerst ein Tee gemacht. Müde und hungrig, wie wir alle waren, haben wir ziemlich mit dem Zelt gekämpft, bis wir es endlich aufstellen konnten. Und das Wetter hat zugetan, der erste Frosch ist gestiegen und Jenny, die Arme, war noch ein bisschen am Kränkeln. Und wir alle insgeheim schon anfangen bereuen, dass wir jetzt 2 Wochen zu dritt in einem kleinen, mühsamen Zelt auf einer undichten 1,40er Matratze werden müssen pausen. Tja. Glücklicherweise haben wir alle die erste Nacht überlebt und haben es am Morgen auf den Weg gemacht zu den coolen Schwebfeldern in der Nähe. Schon nur der Weg dorthin war wahnsinnig schön. Unterwegs haben wir noch bei so einem Kircheli Halt gemacht und dort haben wir das erste Mal Bekanntschaft gemacht mit dem Erzfeind unserer Drohne. Achtung! Schon vorbei, hier kommt sie noch einmal. Darf ich vorstellen? Der Regenbrachvogel. Fast jedes Mal, wenn wir die Drohne gestartet haben, haben wir plötzlich das Geräusch gehört. Und der Vogel ist ganz nah an der Drohne vorbeigeflogen und hat probiert, sie mit seinem Vogeldreck zu brechen. Gott sei Dank erfolglos. Bis jetzt. Wir haben dann den Vogel in Ruhe gelassen und sind weiter zu diesen Schwefelfeldern. Und überall hat es rausgebrodelt und gedampft und die Farben sind so richtig eindrücklich. Ich bin begeistert von dieser schönen Landschaft. Wow.
Der Schorsch hingegen war noch fast mehr fasziniert von diesen coolen Autos mit ihren fetten Rädchen. Von denen haben wir hier überall gängig gesehen. Auch die Selfos, das war unser nächster Übernachtungsort. Am Mittwoch sind wir zu so einem warmen Bergflüssli gewandert. Der erste Eindruck war schon gerade die vielen mühsamen Mückeli, aber sehr schnell haben wir die Mistviecher vergessen und einfach nur noch gestaunt. Dort oben haben wir nachher einen tipptoppen Ort für das Zimmis gefunden. Nach diesem Highlight, okay, ich gebe es ja zu, für mich ist fast alles Highlight, aber trotzdem, schaut mal, wie schön, sind wir auf jeden Fall einen touristischen Kratersee anschauen. Schnell hat es uns aber weitergezogen zu einer Art Steinbruch, wo wir ein von weiter fort gesehen. Die farbigen Steine sind einfach nur eindrücklich und das ist echt und sieht aus, wie man es hat eingefärbt, aber mega cool. Schau mal, das ist richtig türkis. Cool, oder? Durch die Nacht ist es dann so richtig stürmen. Weil wir aber von gestern ein bisschen genug von den Touris gesehen haben, sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, schon am 5 Uhr am Morgen aufzustehen, um die grossen Touristenmassen beim berühmten Geysir zu umgehen. Wie es sich herausgestellt hat, es auch sonst niemand dort gehabt. Nach 5 Minuten waren wir alle bis auf die Unterhose nass gewesen. Aber wir haben tatsächlich einen Geysir ausbrechen. Ist es ein bisschen kalt? Nein, tipptopp. Perfekt Sightseeing-Wetter, gell? Ah. Nachdem wir alle um halbwegs trocken waren, sind wir weiter in Richtung Osten gefahren und sind dort zufällig noch an einem berühmten Wasserfall vorbeigekommen. Jenny und ich sind ihn anschauen, aber der Schorsch hat für heute wirklich die Nase voll von Wasser und ist im warmen, kuscheligen Auto geblieben. Jetzt hat es uns dann schon sehr ans Warme und Trockene gezogen. Darum haben wir einen Camping navigiert, der etwas weiter weg von der Küste liegt, im Landesinneren, wo scheint in einer mega schönen Landschaft liegt. Sehr schnell ist uns klar geworden, dass der Geysir bei weitem nicht das grösste Highlight vom heutigen Tag wird bleiben. Plötzlich hat es ein bisschen aufgetan und durch die mystischen Nebelfetzen hat man die unbeschreiblich schöne Landschaft gesehen. Und wir sind einfach alle 5 Meter bleiben stehen mit dem Auto.
hier ist unsere Trocknungsanlage mit einem kleinen Öffeli, weil wir heute flutinass geworden. Das hier ist unsere kleine Küche. Ein Kühlschrank und Blick aufs Schöne. Da ist noch der Eingang. Wir haben noch ein kleines Terrasse. Und das hier ist unser WC. Dann müssen wir nicht immer über die Kälte. Ja, und dann das ist unser Tisch da. Mit all unseren Essenssachen drauf verstreut. Da tue ich die Nachtbüsel. Und da tut Annie und Lizzie Büsel. Und Annie ist gerade am Spazieren. Und ich bin Jenny.